und willkommen wieder zurück zu einem neuen Video von mir. Heute, wie ihr seht, mit einem ganz besonders schönen Cabrio. Und zwar ist es der Mercedes AMG GT C Roadster. Man kann ihn schon ein bisschen erkennen. Wir schauen uns aber erstmal die Verpackung an. Das ist wie gesagt eine Dealer-Edition, wie man schon sehen kann. Und ganz schlicht, schwarz gehalten. Und unten drunter befinden sich natürlich die entsprechenden Daten. Und das Ganze nennt sich Brillant Blau übrigens, die Farbe. Und wie er ausgepackt aussieht, sehen wir gleich. So. Hier ist die Styroporverpackung. Die kann man abheben. Ihr seht hier oben übrigens wieder den obligatorischen Handschuh. Und hier natürlich ein Schraubendreher. Beziehungsweise ein Kreuzschlitz. So. Und den tue ich jetzt abmachen, den Wagen, weil der ist noch fest, wie ihr seht. Ja, und dann werden wir uns den Wagen gemeinsam angucken. Bis gleich! Ja Leute, wieder zurück zum Video oder dem Modell. Und zwar können wir sehen, wie das Modell jetzt hier mit voller Pracht dasteht. Und wie ihr meine Videos verfolgt und meinen Kanal, merkt ihr bestimmt, ich habe schon ein Modell von einem GT vorgestellt, und zwar den GT Coupé, also sprich mit Dach, und der war in dem Iridium Silber, falls ihr euch erinnert. Link in der Beschreibung. Jetzt oder im kleinen i hier oben. Schauen wir uns das Modell erstmal an. Hier vorne sehen wir diesen Panamera oder Panamericana Grill, glaube ich nennt Mercedes das Ding. Und ja, das Auto sieht natürlich von vorne sehr breit und sehr tief auf der Straße aus, wie ihr seht, also richtig fett. Ups. Und ja, hier sehen wir halt die große Lufteinlässe. Es ist aus Plastik gefertigt. Das Mercedes-Logo natürlich auch. Die typischen GT-Scheinwerfer sehen wir hier, aber trotzdem aus der Familiensprache der Mercedes. Und die ellenlange Motorhaube kann man auch gut sehen. Hier die Seite. Die gefällt mir ganz besonders gut. Mit diesen riesigen Felgen, ja, hier. 5 Speichenfelgen. Sieht wirklich, also ich glaube, andere sehen gar nicht so gut aus. Wie ihr sehen könnt, sind hier sogar noch solche dicken, fetten Bremsbacken drin. Ich meine, das braucht er ja auch mit der Geschwindigkeit und der Stärke, die er hat. Die roten Bremsklötzer kann man hier sehen. Oder Bremsbacken. Und ich glaube, darauf steht auch AMG. Ja, ich glaube schon. Und ja, der Unterboden sieht so aus. Ja, kann man machen. Vorne steht Norif drauf. Und hier seht ihr also, wie gesagt, die Seiteneinlässe, wo die Luft dann ausströmen kann. Und wir sehen hier hinten dieses elegante Heck. Das ist nämlich auch ein Grund, warum ich dieses Modell sehr schön finde. Das Ganze sieht sehr wuchtig aus, aber dennoch stilvoll meiner Meinung nach. Vor allem wegen diesen langgezogenen Rückleuchten. Hier können wir sehen, AMG GTC. Und hier nochmal diese fetten Auspuffrohre mit der Chromstrebe unten dran, beziehungsweise der Diffusor. Und hier hinten kann man auch nochmal sehen die Luftauslässe. Ja, ihr wundert euch sicherlich, warum ich euch weder den Kofferraum noch die Motorhaube aufgemacht habe. Und zwar, das liegt daran, offenbar, das wusste ich selber gar nicht, bevor ich das Modell bestellt hatte, hat Mercedes dieses Auto versiegelt. Oder Norif, je nachdem. Wahrscheinlich hat Mercedes gesagt, dass es zu teuer wird sonst. Und jedenfalls, man kann hier nichts öffnen. Schaut, der Wagen geht also nicht auf. Hier ist auch kein Griff wie sonst für die Motorhaube. Und man kann diesen Wagen also nicht öffnen. Und das finde ich wirklich sehr schade. Denn ich habe mich gefreut, das Auto auch zu öffnen. Und wenn ihr euch erinnert, in meinem anderen Video könnt ihr sehen, in dem Entschuldigung, in dem GT Coupé konnte man alles öffnen. Kofferraum, Motorhaube und natürlich die Türen auch. Warum das jetzt hier nicht geht, ist mir jetzt ein bisschen fraglich. Dennoch schauen wir uns den Innenraum natürlich nochmal so an. Zum Glück ist es ein Cabrio. Und der sieht natürlich grandios aus. Kann man nicht viel meckern. Also mir gefällt er. Also so könnt ihr es vielleicht am besten sehen. Ja. Vorne diese mächtige Konsole. Das Lenkrad. Und ja, hellgraue Innenausstattung.
Da oben der Bildschirm. Und hier sitze und in der Mitte der Konsole seht ihr das Affalterbach-Logo, was natürlich in jedem AMG verbaut ist. Ich selber saß übrigens schon mal im normalen GT und ich muss sagen, da drin fand ich mich recht beengt. Im Cabrio würde es wahrscheinlich besser sein, weil es, wie gesagt, erst ist halt auf, ne? Also wenn das Cabrio-Verdeck unten ist. Ja, hier hinten sieht man übrigens noch die Scheibe. Und hier wäre das da verdeckt dann, was dann hochgehen sollte. Ja, mehr kann ich euch leider zu dem Modell nicht zeigen, denn wie gesagt, ist es leider versiegelt, aber ich muss sagen, wenn man es rein angucken möchte, das sieht schon gut aus. Aber wie gesagt, es geht halt nicht auf, müsst ihr selber entscheiden, wollt ihr dieses Modell jetzt haben. Rein von der Optik her würde ich sagen, ja, man kann das durchaus anschauen, das sieht gut aus. Und man muss halt damit leben, dass nichts aufgeht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Seid ihr enttäuscht, so wie ich ein bisschen, dass das Modell nicht aufgeht? Oder sagt ihr, es ist egal, ich steige jetzt auf Resin um. Hauptsache das Auto sieht gut aus. Schreibt mir gerne eure Meinung da unten drunter rein in die Kommentare. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Abonniert mich, wenn ihr noch nicht getan habt. Und helft dem Kanal zu wachsen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.